In diesem Video zeige ich Brauneberg, dessen berühmte Weinlage dem Ort den Namen gab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Hier auf der gegenüberliegenden Moselseite sehen wir die weltberühmte Weinlage der Brauneberger Juffa. Bis 1925 hieß ihre zugehörige Gemeinde nämlich nicht Brauneberg, sondern Dousemont. Im 6. Jahrhundert wurde hier ein Ort namens Duos Amandos Super Mosellam auf Latein erwähnt, auf Deutsch die beiden lieblichen Berge über der Mosel. Möglicherweise war dies der Namensgeber von Dousemont. Aus diesem Gebiet entstand im Mittelalter die Grafschaft Veldenz. Nach dem Augsburger Religionsfrieden wurde die kleine Grafschaft lutheranisch-evangelisch. Geht man in Brauneberg die Nussbaumallee am Moselufer entlang, kommt man an ein kleines Rinnsal, die Duse. Sie bildete über Jahrhunderte die Grenze der Grafschaft Veldenz und des katholischen Kurfürstentums Trier. Diese Grenze unterschied die Bewohner nicht nur nach ihrem Glauben, sondern teilte auch in unterschiedliche Rechts- und Steuersysteme. Erst nach der Entstehung der Nationalstaaten verschwand diese kleine regionale Grenze. Bleiben wir nochmal bei den historischen Bezeichnungen. Links der Duse lag Dousemont und rechts der Ort Vilsen. Er gehört seit 1969 zu Brauneberg, heute gehen beide Teile übergangslos ineinander über. Die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung von Vilsen wurde über Jahrhunderte hinweg vom katholischen Glauben und dem Bistum Trier beeinflusst und geprägt. Dies zeigt sich auch durch die imposante Klosteranlage mit dem Andreasturm aus dem 11. Jahrhundert und der im Moseltal einmaligen barocken Klosterkirche. Dieser Turm ist vermutlich das älteste noch erhaltene Bauwerk im Landkreis Bernkastel-Wittlich. In Mauertechnik und Gestaltung ähnelt er stark den Westtürmen des Trierer Doms und zählt damit zu den bedeutendsten Relikten romanischer Baukunst in Rheinland-Pfalz. Historisch gesehen hatte das Kloster der Franziskanerinnen in Vilsen nie große Bedeutung erlangt. Dies mag zum einen an einer sehr dürftigen Datenlage über die Gründung der Einrichtung liegen, aber auch daran, dass es möglicherweise zu sehr im Schatten der benachbarten protestantischen Grafschaft Veldenz lag. Doch dies ist beileibe nicht gerechtfertigt. Die Kirche mit der ehemaligen Klosteranlage bildet ein ansprechendes und harmonisches Ensemble. Die Ausgestattung des Gotteshauses stammt noch heute überwiegend aus der Erbauungszeit im frühen 18. Jahrhundert. Als Höhepunkte stechen eine große Kalvarienberggruppe, eine Kanzel mit Halbfigurenreliefs und das Orgelprospekt mit geschnitzten Flügeln und Rankenwerk hervor. Außerdem beherbergt die Kirche eine tonnengewölbte Grablege für 33 Nonnen, sie ist damit wohl die nördlichste diesseits der Alpen. Die barocken Seitenaltäre stammen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, sie wurden von einem aus Oberammergau stammenden Bildhauer geschnitzt. Wir stehen jetzt hier unten am Ufer der Mosel, genau gegenüber der Weinlage Brauneberger Juffa. Die nächste Brücke auf die andere Seite gibt es wenige Kilometer flussabwärts in Mülheim oder etwa 15 Kilometer flussaufwärts in Piesport. Dies war möglicherweise der Grund, warum es hier früher eine Fährverbindung gab. Das historische Fährhaus auf der anderen Seite kann man noch ausmachen, viel erinnert auf dieser Moselseite aber nicht mehr an den Fährbetrieb. Dies hier ist die Simultankirche St. Remigius. Sie ist eine barocke Saalkirche und wurde Ende des 18. Jahrhunderts errichtet. In den 1950er Jahren wurde zwischen Langhaus und Chor eine Mauer eingezogen. Es ist seitdem möglich, sowohl katholische als auch evangelische Gottesdienste gleichzeitig unter einem Dach zu ermöglichen. Die Glocken im berühmten Zwiebelturm teilen sich beide Konfessionen.
Da sich beide Konfessionen auch verpflichtet haben, das äußere Bild der Kirche in einer einheitlichen Form zu bewahren, ist die Teilung der Kirche von außen nicht erkennbar. Hier sieht man den katholischen Teil der Kirche. Der Hochaltar stammt ursprünglich aus Laubach in der Eifel und steht, so wie der evangelische Altar, an der Trennwand zwischen den Kirchenteilen. Im Jahre 2020 wurden alle Bänke aus dem katholischen Teil entfernt und durch Stühle ersetzt. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.